The other 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB. Jetzt geht's los. Jetzt geht es los. Active measures. Erstens, zweitens, drittens. Und ich schwöre, ihr kriegt eine Gänsehaut. Or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community and their country. Holy shit! Holy shit! Hört ihr, was der da sagt? It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in 4 basic stages. 4 stages. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least 3 generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. The result you can see. Most of the people who graduated in the 60s, dropouts or half-baked intellectuals, are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. Absolut, absolut krass. Absolut krass. 15 bis 20 Jahre, um die an den Universitäten zu indoktrinieren, ohne dass die Gegenfragen stellen. Also einfach nur reinpumpen, Leninismus, Marxismus, und die eben ihre Abschlüsse machen lassen und dann der Gang durch die Institutionen. You are stuck with them. You cannot get rid of them. They are contaminated. They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern. You cannot change their mind, even if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is black. You still cannot change the basic perception and the logic of behavior. Ist das krass? Ist das krass? Ist das krass? Das ist doch das ist ja mittlerweile nicht nur mehr in Lehre und Forschung, sondern wir sind so weit fortgeschritten, dass das die Welt ist, zumindest in der Großstadt, in der wir leben, und an allen Schaltstellen der Macht ist es so. Lehre und Forschung, Politik, Big Tech, was war das letzte? Ja, Medien, also MSM, kann man sagen. Überall, also jeder und das Auswärtige Amt soll bunter werden. So. Es ist jede entscheidende Stelle besetzt, Behörden, öffentlicher Dienst, you name it. So. In other words, these people. Und im Prinzip jeder Ehrenfelder Liegefahrertyp tickt ja auch schon so. The process of demoralization is complete and irreversible. Es ist komplett und unumkehrbar. Diese Leute sind komplett gehirngewaschen. Denen kannst du mit Fakten nicht mehr kommen. Die kannst du nicht überzeugen. Es ist egal. Ja, keine Ahnung, Auswüchse davon, Trump-Derangement-Syndrom und so weiter. Wir kennen die Wahrheit. Aber wir sind nicht in der Lage, selbst wenn wir diese Leute mit Fakten konfrontieren, doublen sie down auf ihren Standpunkt. Man kommt an sie überhaupt gar nicht ran. Gar nicht. Es ist unmöglich, diese Leute zu überzeugen. Das ist sehr frustrierend. Ihr kennt sie alle. Ihr habt alles schon erlebt in euren privaten Boomerbook-Timelines und so weiter. Es ist sehr frustrierend. Es ist sehr traurig. Aber das müsst ihr euch im Klaren sein. Ihr könnt diese Leute nicht überzeugen. Die sind programmiert. Sie sind programmiert. Und wenn ihr immer sagt, du hast mich geredpillt, habe ich nicht. Das heißt, ich kann niemanden redpillen, der nicht entsprechend noch in sich drin was hat, wo man ansetzen kann.
Wenn du so lost bist wie die meisten da draußen, Game over. Mit Fakten und mit der echten Welt und mit Naturgesetzen kannst du diesen Leuten nicht mehr kommen. Es ist Aberglaube, die sind komplett brainwashed und programmiert. Und das ist draußen so. Es ist da draußen so. To get rid society of these people, you need another 20 or 15 years to educate a new generation of patriotically minded and common sense people. Genau. Also der einzige Weg, um das zu bekämpfen, theoretisch wäre, nochmal 15 bis 20 Jahre zu investieren und eine neue, wenn er sagt patriotic, meint er natürlich einen amerikanischen Patriotismus, einen westlichen, the West is the best, ja, also einen amerikanischen Konservativismus, keinen deutschen, der endet dann auch hinterm Stacheldraht, sondern das in den Leuten einzupflanzen, quasi Freiheit. So. Das würde nochmal das erfordern, diese 15 bis 20 Jahre. Ja, jetzt haben wir gedacht, vielleicht ist ja sowas in Bewegung gesetzt worden mit dem letzten Präsidenten, war dann aber nicht. Wir haben verloren. Also im Sinne von, das hier geht weiter. Diese Nummer läuft und sie funktioniert. Und sie ist immer noch dran. Also, das ist ja offensichtlich. Who would be acting in favor and in the interests of the United States society. And yet these Also es gibt Leute, die kämpfen in den USA, es gibt Counterculture, also was ja heute dann eben bedeutet, Freiheit ist ja die Counterculture. Aber im Prinzip ist der Kampf im Moment vielleicht nicht aussichtslos, vielleicht nicht ganz verloren. Wie gesagt, es gibt Taschen, wer weiß, vielleicht gibt es noch mal eine Segregation oder so. Aber in Europa sehe ich ihn als verloren. Klar, von Asien, China und so weiter brauchen wir nicht zu reden. Ja, Afrika gehört ja auch schon China. Nahosten ist nochmal ein Scharia, halb kommunistisches Gottesstaat, Shithole für sich so. Die USA sind auch an den entscheidenden Stellen so besetzt. Und da kommt man jetzt erstmal so nicht ran. these people who've been programmed and, as you say, in place and Yes. who are favorable to an opening with the Soviet concept, these are the very people who would be marked for extermination in this country? Most of them, yes. Geil. Simply because the Das ist gut. psychological shock when they will see in future what the beautiful society of equality and social justice means in practice, obviously they will revolt. Da bin ich mir nicht sicher. Das ist eine Stelle, wo ich mir nicht sicher bin, weil das sehe ich nicht. Es kann natürlich sein, dass dem einen oder anderen vielleicht doch noch ein Licht aufgeht. Ich glaube aber, da wird sich immer weiter in die eigene Tasche gelogen oder aber versucht irgendwie einen eigenen Vorteil draus zu ziehen. Ein Böhmi oder so, ja. They will be very unhappy, frustrated people. And the Marxist-Leninist regime does not tolerate these people. They will join the links of dissenters, dissidents. Yes. Unlike in present United States, there will be no place for dissent in future Marxist-Leninist America. Here you can get popular like Daniel Ellsberg and filthy rich like Jane Fonda for being dissident, for criticizing your Pentagon. In future, these people will be simply squashed like cockroaches. Nobody is going to pay them nothing for their beautiful, noble ideas of equality. This they don't understand, and it will be a greatest shock for them, of course. The demoralization process in the United States is basically completed already. For the last Also Demoralisation, diese Phase 1984 schon vollendet. Das heißt, von 68, was hat er gesagt? 15 bis 20 Jahre, 68 bis 78, ja, 15 Jahre wären dann 83, 84. Er sagt, diese Stufe ist eigentlich schon abgeschlossen.
25 years. Actually, it's over it already. For the last 25 years. Actually, it's overfulfilled because demoralization now reaches such areas where previously not even Comrade Andropov and all his experts would even dream of such a tremendous success. Most of it is done by Americans to Americans, thanks to lack of moral standards. As I mentioned before, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Absolut. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it until he is going to receive a kick in his fat bottom. Und das trifft auf alles zu. Das trifft auf alles zu. Sie werden immer ihre Anecdotal Evidence haben, die ihren Scheiß stützt, und sie werden immer sagen, dass deine Fakten eine Verschwörungstheorie sind oder Schwurbelalarm oder rechts. Und da wird man nie dran vorbeikommen. When a military boot crashes then he will understand, but not before that. That's the tragic of the situation of demoralization. So basically America is stuck with demoralization, and unless, even if you start right now, here, this minute, you start educating new generation of Americans, it will still take you 15 to 20 years to turn the tide of ideological perception of reality back to normalcy and patriotism. The next stage is destabilization. This time, subverter does not care about your ideas and the patterns of your consumption. Whether you eat junk food and get fat and flabby, it doesn't matter anymore. This time, and it takes only from 2 to 5 years to destabilize a nation. 2 bis 5 Jahre für die Destabilisation, Destabilisierung. What matters is essentials: economy, foreign relations, defense systems. And you can see it quite clearly that in some areas, in such sensitive areas as defense and economy, the influence of Marxist-Leninist ideas in the United States is... Kommt euch das bekannt vor? Kommt euch das bekannt vor? Woke Bundeswehr, woke Army, woke Marines. Ja, Marines in Stöckelschuhen, sage ich dazu nur, ja. Und diese ganzen woken Recruiting Werbespots, also das ist ja alles schon Endlevel. Is absolutely fantastic. I could never believe it 14 years ago when I landed in this part of the world that the process will go that fast. The next stage, of course, is crisis. It may take only up to 6 weeks to bring a country to the verge of crisis. Was könnte einem da einfallen? Man braucht nur 6 Wochen, um ein Land an den Rand einer Krise zu bringen. Das ist die nächste Stufe, die Krise. You can see it in Central America now. And after crisis, with a violent change of power, structure and economy, you have so-called the period of normalization. It may last indefinitely. Normalization is Die Normalisierung der Krise. The new normal. The new normal. Ist doch der Hammer, oder nicht? a cynical expression borrowed from Soviet propaganda. 2 weeks to flatten the curve. Aber I see what you did there, Kurt. 6 weeks to flatten the curve. Nice one. When the Soviet tanks moved into Czechoslovakia in '68, Comrade Brezhnev said, "Now the situation in brotherly Czechoslovakia is normalized." This is what will happen in the United States if you allow all this Und nicht nur the new normal, sondern auch normalize ist ja auch so eine Vokabel. Normalize being fat. Normalize being trans. Normalize, also das Normalisieren von nicht normativen Dingen. Muss ich vorsichtig ausdrücken hier.
Max, to bring the im Sinne des Wortes Norm, eine statistische Signifikanz, ja. country to crisis, to promise people all kind of goodies and the paradise on earth, to destabilize your economy, to eliminate the principle of free market competition, and to put a big brother government in Washington, D.C., with benevolent dictators like Walter Mondale, who will promise lots of things, never mind whether the promises are fulfillable or not. He will go to Moscow to kiss the bottoms of new generation of Soviet assassins, never mind. He will create false illusions that the situation is under control. Situation is not under control. Situation is disgustingly out of control. Most of the American politicians, media and educational system trains another generation of people who think they are living at a peacetime. False. United States is in a state of war, undeclared total war against the basic principles and the foundations of this system. Das sage ich ja auch die ganze Zeit. Das ist unser Konflikt, den wir hier gerade haben. Das ist unser Krieg. Es ist ein Informationskrieg. Es ist ein globaler, man könnte sagen, dritter Weltkrieg, aber auch also wo quasi auf der ganzen Welt gewisse Adel, Medienadel, Staatsadel und so weiter, im Prinzip dann global, aber Bürgerkriege gegen die eigene Bevölkerung führt. Das ist die Situation. And the initiator of this war is not Comrade Andropov, of course. Und das ist ein kalter Krieg, ein kalter dritter Weltkrieg, der in Bürgerkriegen global ausgefochten wird.